Aus der Vogelperspektive enthüllt sich das Ausmaß der Umweltvernachlässigung. Die Müllberge von Ses Valles, ein stummes Zeugnis unserer Ignoranz gegenüber der Natur. Diese Aufnahmen zeigen mehr als nur Müll. Sie zeigen das Versagen, unsere Umwelt zu schützen. Jedes Stück Schutt ist ein Beweis für die Dringlichkeit, die wir übersehen haben. Diese Müllberge stehen als stille Zeugen einer vernachlässigten Verantwortung. Ein sichtbares Zeichen der Gleichgültigkeit, das uns alle herausfordert, über die Folgen unseres Handelns nachzudenken. Unsere Drohnenbilder aus der Luft sind ein starker Aufruf zum Handeln. Sie fordern uns auf, die Augen vor der Realität der Umweltzerstörung nicht zu verschließen. Die Situation im Industriegebiet Polígono de Ses Valles in Bunyola auf Mallorca ist problematisch hinsichtlich illegaler Müllentsorgungen. Es gibt Berichte über erhebliche Mengen an Müll, Schutt und Abfällen, die in diesem Gebiet illegal abgelagert werden. Zu den abgelagerten Gegenständen gehören Bauschutt, Haushaltsmüll, beschädigte Haushaltsgeräte, Autoreifen und sogar Boote. Diese illegale Ablagerung führt zu einem Umweltdesaster in der Region, wobei Tonnen von Abfall und umweltgefährdenden Materialien die Umgebung verschmutzen und ein Gesundheitsrisiko darstellen. Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen zu unserem neuen Video auf unserem Kanal. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Destotrotz hat der Bengt ein paar Infos für uns, wo wir hier sind. Mir fehlen die Worte. Guten Morgen. Morgen, Lina. Ja, wir sind hier im Industriegebiet südlich von Bunyola und sind hier auf wirklich was, ganz ehrlich, also mir fehlen auch die Worte, auf was Schreckliches gestoßen. Ne? Das ist hier eine Ansammlung von Müll, der darauf basiert, dass Lkw-weise oder transporterweise hier kleine Firmen, die kleine Bauunternehmen sind, hier nachts herkommen und ihren ganzen Schutt und Müll hier einfach entsorgen, ne? Illegal. Und wie wir erfahren haben, ist es also nicht seit gestern so, sondern dass es hier ein Problem ist, was seit ewigen Jahren hier schon existiert. Unfassbar. Und die Begründung ist, ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, oder wir haben uns die Frage gestellt, warum gerade hier? Ne? Und das ist... Irgendjemand muss mal auf die Idee gekommen sein, das hier zu machen, weil es kaum überwacht ist. Es gibt kaum Leute, die das jetzt irgendwie beobachten können. Und wenn die dann abends hierher kommen, dann können die das ja, einfach abladen und keiner erwischt sie dabei. Das ist das Problem. Ja, ohne Worte. Also wie ihr sehen könnt, befinden wir uns eigentlich an einem Kreisverkehr, der aber nicht mehr zu passieren ist. Denn hinter uns ist alles voll mit Müll, Bauschutt, teilweise wahrscheinlich auch privater Hausmüll. Also das ist ein ganzer Straßenabschnitt, der eigentlich gar nicht mehr zu passieren ist. Wir haben vorhin gesehen, dass dort ein LKW in das Gatter reingefahren ist. Ja, der schlängelt sich hier so irgendwie durch. Alles tragisch. Das Allerschlimmste ist aber einfach, kommt mal mit, es geht tatsächlich alles in die Natur über. Also in die Botanik, in die Flora, in die Fauna. Es erstreckt sich hier ein grausames Bild. Genau, Lina. Also wir haben ja vorhin auch schon gesehen, dass teilweise auch Flüssigkeiten dabei sind von Malerfirmen, teilweise auch Öle, dass Ja. also Autofirmen, Autowerkstätten Ölwechsel gemacht haben, Altöl in Behältern gepackt haben und das teilweise dann hier auch versickert. Ne? Also das ist so ein Frevel gegenüber der Umwelt. Das ist unglaublich. Ne? Wir haben gehört, dass die Inselregierung versucht, das auch irgendwie in den Griff zu bekommen, indem Wahnsinn. hier ein Überwachungssystem installiert werden soll. Und eigentlich hat man auch angedacht, dass man 24 Stunden Security hier postiert. Bis jetzt ist hier nichts zu sehen. Also ich sehe weder eine Kamera noch irgendwelche Security rumwandern. Ganz im Und Gegenteil. ja, aber solange das nicht so ist, ja. Aber wir haben uns auch mal Gedanken gemacht, wie man das jetzt vielleicht irgendwie auch eindämmen könnte. Weil sobald man Leuten das nachweisen kann und die dann wirklich auch ja, also empfindliche Strafen bekommen, in die Tausende müssen die gehen, ja, dass das auch wirklich richtig wehtut,
wenn man Sachen findet, die man zuordnen kann. Ne? Also wenn man sagen kann, also von irgendeinem privaten Hausbau ist das hier abgeladen und man könnte jetzt irgendwo, sagen wir mal, Kisten finden, wo da noch Adressen drauf sind oder so, dass man das nachweist und das nachverfolgen kann, woher. Genau. Ja, wir werden uns jetzt das ganze Ausmaß noch mal ein wenig näher anschauen und werden auch vielleicht mal auf die Suche gehen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ja. Uns mit Handschuhen bewaffnen und ja, ein wenig im Müll kramen. Nein, so natürlich nicht, aber macht euch selber ein Bild davon. Das ist doch bitte nicht mehr normal. Also, wo gibt es sowas? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die uns eingefallen ist, und zwar, es ist ja so, neuerdings, wenn man ein Auto entsorgt, wenn man sagt, man will das so komplett abmelden, für immer, also nicht temporär, sondern... Also verschrotten lassen, so wie der schöne Genau, Golf da hinten. Also wenn man ein am Anfang. Auto abmelden möchte, dann muss man heutzutage auf Mallorca einen Nachweis bringen. Das heißt, man kann das Auto nur dauerhaft abmelden oder endgültig Ja. abmelden, ja, indem man zum Schrottplatz fährt und das dort abgibt, wo es dann auch ordentlich entsorgt wird. Okay. Und dafür kriegt man dann eine Quittung, also einen Beleg. Und damit geht man dann zur Gestoria bzw. zum Finanzamt und kann dort eben sagen, das ist abgemeldet, Hier und ist- dann hat man die Möglichkeit, dass Ist ansonsten nur. geht das Okay. gar nicht. Und das gleiche Prinzip könnte man eigentlich auch machen bei diesen ganzen Reformers, also diesen Umbauten, also wenn Sanierung von Häusern, dass man sagt, man müsste das koppeln. Also man kriegt nur eine Bauabnahme, wenn man nachweist, dass der Bauschutt, der dadurch entstanden ist, ordentlich entsorgt Ordentlich worden und ist. Ja? fachmännisch entsorgt Und worden ist. ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wenn man das einführt, Das ist eine tolle dass Idee. es Zwang ist, ne? Dann würde man sowas ja auch verhindern. Definitiv Ne? Weil vermeiden es kann ja kein Bauvorhaben abgeschlossen werden und es ist kein Bauschutt entstanden. Das ist ja Blödsinn. Ne? Wir machen uns mal auf den Weg darunter Genau. und werden mal sehen, was uns da noch alles so erwartet und so antrifft. Wir werden euch mitnehmen und werden weiterhin berichten. Ja. In der Vergangenheit hat die Consejería mit dem Media Ambient bereits Maßnahmen zur Beseitigung des Mülls ergriffen, indem sie mehrere Tonnen Müll aus dem Gebiet entfernte. Trotz dieser Bemühungen scheint sich das Problem jedoch fortzusetzen. Als Reaktion darauf plant das Ayuntamiento de Bunyola, Kameras zu installieren und ein Wachhaus zu bauen, um illegale Müllentsorgung zu überwachen und zu verhindern. Die Finanzierung dieser Maßnahmen wird teils von der Gemeinde und teils von den im Industriegebiet ansässigen Unternehmen getragen. Darüber hinaus wird eine verstärkte Überwachung durch die Polizei und der Guardia Civil in diesem Gebiet erfolgen. Gesehen haben wir von all diesen Maßnahmen rein gar nichts. Die lokale Verwaltung hat auch vorgeschlagen, die Nutzung des Industriegebietes zu ändern, um eine größere Vielfalt an Unternehmen zuzulassen und so die Aktivität in dem Gebiet zu erhöhen, was die illegale Müllentsorgung erschweren könnte. Außerdem wird die Inselverwaltung um Übernahme der Reinigung des Gebiets gebeten, da das Ayuntamiento nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt. Dieses fortgesetzte Problem der illegalen Müllentsorgung in Ses Valles zeigt, dass trotz vorheriger Reinigungsaktionen und der Einführung von Überwachungsmaßnahmen eben noch erhebliche Herausforderungen bestehen, um eine dauerhafte Lösung für das Müllproblem in diesem Gebiet zu finden. Die illegalen Müllablagerungen im Industriegebiet haben mehrere potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Der abgelagerte Müll, insbesondere Bauschutt und Haushaltsabfälle, kann zu einer erheblichen Verschmutzung des Bodens führen. Schwermetalle und andere toxische Substanzen aus dem Müll können in den Boden eindringen und so das Bodenökosystem schädigen. Einige Abfälle, insbesondere chemische Produkte und Altöl, können das Grundwasser kontaminieren. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko für Menschen und Tiere dar, die von diesem Grundwasser abhängig sind. Die Anhäufung von Müll kann die natürliche Vegetation schädigen und Lebensräume für Tiere zerstören. Besonders betroffen sind die kleinen Tiere und Insekten, die direkt auf dem Boden leben oder von der lokalen Vegetation abhängig sind. Der Verfall von organischen Materialien in den Müllhaufen kann zur Luftverschmutzung führen, einschließlich der Freisetzung von schädlichen Gasen wie Methan, einem potenten Treibhausgas.
Das Erscheinungsbild der Landschaft wird durch den Müll stark beeinträchtigt, was sich dann negativ auf den Tourismus auswirken kann. Einer wichtigen Einnahmequelle für Mallorca. Die Nähe zu Mülldeponien kann zu gesundheitlichen Problemen für die Anwohner führen, insbesondere wenn giftige Substanzen in die Luft oder das Grundwasser gelangen. Ansammlungen von Müll, insbesondere von brennbaren Materialien, können das Risiko von Bränden erhöhen, was dann wiederum die Luftqualität beeinträchtigen und umliegende Ökosysteme schädigen kann. Diese verschiedenen Umweltauswirkungen zeigen, wie wichtig es ist, gegen die illegale Müllentsorgung vorzugehen und nachhaltige Entsorgungs- und Recyclinglösungen zu fördern. Ja, ihr seid übrigens natürlich auch schon wieder auf Sendung. Ach ja, genau. So, ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So, ja, von Ohne mir aus Handschuhe könnt ihr geht die gar nichts. Arbeit Los, ich schneide das dann jetzt zusammen. Ja. Okidoki, vamos. Ja, gehen wir mitten durchs Geschehen da So, wir rein. gehen jetzt Ja, hier einfach genau. mal rein und dann da hinten durch. Ne? Unglaublich. Hat jemand seine Silvesterschüchen, ne? Unfassbar. Also da sieht man halt, dass auch Privatmüll hier entsorgt wird. Ja. Okay. Ja, mit den Autos, das ist tatsächlich wirklich fatal, ne? Aber das ist ja nicht nur hier so. Das habe ich schon des Öfteren irgendwie mitbekommen, dass diese Entsorgung der Autos echt ein Problem hier auf der Insel ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also vielleicht sollten wir das auch einfach wirklich mal vorschlagen. Ich glaube, da könnten wir wirklich mal ans Fundament gehen Ja, gerne, natürlich. und denen den Vorschlag machen, dass man sowas vielleicht mal umsetzt. Weil das wäre wirklich eine Möglichkeit, sowas einzudämmen. Weil wenn du diesen Nachweis nicht hast, kannst du dann die Bauabnahme nicht kriegen. Und das ist ja das, was der private Bauherr ja unbedingt braucht. Ja. Oder nicht nur der private, also auch wenn das jetzt Hotelumbauten sind und so weiter Ja. und so fort. Ne? Aber guckt euch das mal an hier. Ne? Das geht Das ja ist wirklich. Wahnsinn. Es ist ja von der Straße hier direkt in die Botanik. Entschuldigung. Was haben wir hier? Ja. Hier ist noch ein Koffer. Aber leider, oh, sogar ein guter, guck mal. Ja, das ist alles, das ist direkt auch Privatmüll, ja. Also das ist tatsächlich alles Hausmüll, ja. Oh, ich will gar nicht wissen. Nee. Unglaublich. Telefonverpackung. Hier, da ist eine Tonne, Bengt. Das interessiert mich, ob da was drin ist. Was ist da? Eine Tonne. Oh, ja. Wahnsinn. Oh. Ja, schauen wir mal rein, ne? Naja, die ist tatsächlich leer. Ist leer. Ja, ja. Was könnte da drin gewesen sein? Also auf gar keinen Fall Öl. Aber hier steht noch was dran, ne? Moment. Vielleicht kann man das sehen hier. Kann man da was Ja, es lesen? ist kaum mehr was zu lesen hier. Schade. Nummern sind immer wichtig bei solchen Sachen, weil das. Ja. Ah, gut, das ist wahrscheinlich. Ach, schade. Ja, teilweise hier wirklich, also Autoteile, also ein Zeug. Der Wahnsinn. Ja, das erstreckt sich ganz schön, ne? Also das geht wahrscheinlich noch da hinten rein.
Ja, man wundert sich, ne, wenn die gesagt haben, dass das hier schon seit vielen, vielen Jahren ist, also bald 20 Jahre, dass das in 20 Jahren keiner hingekriegt hat, das hier irgendwie zu beenden. Ne? Und das ein für alle Mal. Es scheint auch hier keinen Das zu stören. Also wenn ich unglaublich. hier jetzt jemand wäre, der hier eine Firma besitzt und meine Dinge fachgerecht entsorge, dann würde ich mich doch darum kümmern, dass diese Plätze hier nicht so aussehen, wie sie aussehen. Also Ja. abgesehen von Schandflecken, ne? Gar keine Frage, aber es ist natürlich auch saugefährlich alles. Was ist das? Oder ist was drinne? Was ist das? Was war das? Was steht denn da? Ah, kann man leider nicht mehr lesen. Wahnsinn. Ja, alles Bauschutt sämtlicher Gewerke. Ne? Hier haben wir da drüben sieht man auf jeden Fall Malersachen, Die Farbeimer, ne? Farbeimer, Ja. Acryl Hat habe ich sich gesehen. schon auf der Straße breit gemacht. Ja. Schon ausgetreten, die Farbe. Das ist wirklich beschämend. Ne? Das ist, Definitiv. ich verstehe auch nicht, was in den Leuten so vorgeht, also die sowas machen. Das schneiden wir raus. Nee, aber das ist doch wie so eine Art Freibrief. Ne? Also die Leute wissen davon, also die Bauunternehmen untereinander. Und dann fahren die da hin und denken dann, sie werden nicht entdeckt. Was ist das? Weiß ich nicht. Oh, das ist Machst du's auf? Zemententferner oder sowas, ne? Da steht irgendwas von Hormigon. Geht nicht. Nee. Schade. Aber hier steht, das ist irgendwas, ein Entferner oder so. Ex Also hier steht auf jeden Fall Liquid. Ja, ist egal, dass das Ja. Beton. So, dann gehen wir hier mal durch, ne? Ja. Kriegen wir das hin? Klar. Ja. Guck mal hier. Sowas ist auch ganz, ganz gefährlich hier. Und da ist sogar noch was drin, ne? Ohne Worte. Ja. Und jetzt gehen wir hier einfach straight in. Genau. Hart gewordener Zement hier. Ja, also da weiß man tatsächlich auch nicht mehr, was man dazu sagen soll. Das ist sowas von beschämend. Auf jeden Fall. Auch findet man hier überall die Reste von Dämmung. Das ist auch sehr schädlich. Vorsicht, Baum. Ja. Ah ja, Lina, guck mal. Ja. Ja, wieder so. Offensichtlich auch Autowerkstätten, die sich da beteiligen. Ne? Alte. Oh, der ist voll. Ist voll? Der ist voll. Der Wow. ist voll. Und das hier scheint auch Altöl zu sein. Ne? Ja. Da hat jemand einen Ölwechsel gemacht und hat das Altöl hier einfach in die Botanik, in der Botanik entsorgt. Unglaublich. Was haben wir hier noch? Was ist das? Nissan. Oh. Ach, da ist ja sogar noch was drin. Wow. Kühlflüssigkeit, ne? Nicht aufmachen. Nicht? Nee.
Ja, das ist Kühlflüssigkeit Ja. fürs Auto. Ja, jeder Scheiß einfach mindestens. Alles. Ja. Also von A bis Z. Bauschaum. Ja. Wir können da drüben nochmal rübergehen, ne? Das ist der Running Gag hier, oder? Ja. Ist das ein Mülleimer? Und da passt sogar noch was rein. Ehrlich. Ja, und das Ausmaß nimmt natürlich kein Ende. Es geht nach links ins Industriegebiet weiter und nach rechts auch. Ein Nummernschild, das ist ja geil. Das nehmen Das ist wir zumindest mit. mal ein Hinweis, ne? Auf jeden Fall. Vielleicht sogar zu dem Auto. Nee, das ist, weiß ich nicht. Der ist schon was älter, ne, von der Zulassung her, aber perfekt. Ja. Während unserer Dreharbeiten am Polígono de Ses Vélez bemerkten wir mehrfach LKW, die mit Bauschutt beladen waren. Ihr Verhalten schien verdächtig, fast so, als würden sie auf unsere Abwesenheit warten, um ihren Inhalt illegal zu entsorgen. Diese Beobachtung wirft Fragen über die Effektivität und Kontrollen der Durchsetzung von Umweltgesetzen in diesem Gebiet auf. Unser Team fühlte sich zudem ständig beobachtet. Mehrere parkende Autos mit Insassen schienen unsere Bewegungen genau zu verfolgen. Dieses Gefühl der Überwachung könnte darauf hindeuten, dass unsere Anwesenheit als störend empfunden wurde und möglicherweise illegale Aktivitäten behinderte. Sieht aus wie ein Kriegsschauplatz hier, ne? Die Anwesenheit von Personen, die uns beobachteten, könnte als Versuch interpretiert werden, eben Journalisten oder Umweltschützer einzuschüchtern und sie davon abzuhalten, über die illegalen Praktiken in diesem Bereich zu berichten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für mehr Transparenz und öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Umweltproblem. Die offensichtliche Missachtung von Umweltvorschriften, die wir beobachtet haben, unterstreicht die Notwendigkeit für ein sofortiges Eingreifen der Behörden. Es ist entscheidend, dass Maßnahmen ergriffen werden, um diese illegalen Ablagerungen zu stoppen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Bleiben wir stehen. Gut. In einem fast unwirklichen Szenario hielten wir einen vorbeifahrenden Transporter des Ajuntaments de Bunyola an, um ein kurzes Statement zu der gravierenden Umweltsituation zu erhalten. Selbst die Mitarbeiter des Ajuntaments schienen sich der Ironie bewusst zu sein, wie wenig angesichts der offensichtlichen Umweltverschmutzung tatsächlich unternommen wird. Während wir sprachen, fuhr ein weiterer LKW mit Bauschutt an uns vorbei und wartete dann am Straßenrand. Dieser Moment veranschaulichte eindrucksvoll die Diskrepanz zwischen der dringenden Notwendigkeit für Handlungen und der Realität vor Ort, wo scheinbar endlose Mülltransporte die Szene prägen. Ja, abschließend hat der Bengt noch einen Herrn oder einen LKW voll besetzt mit Herren vom Ayuntament getroffen und ganz kurz geplauscht. Hast du kurz so ein Resümee für uns, was Ja. sie erzählt haben? Ja, wir haben gerade das Glück gehabt, dass so ein Kleintransporter hier angehalten hat vom Fundament Bunyola. Und ich habe den gerade mal gefragt, weil der hat natürlich auch sehr interessiert geguckt, was wir hier machen. Ne? Und bin kurz mit ihm ins Gespräch gekommen. Und er hat gesagt, also das ist also wirklich furchtbar und dass es auch seit Jahren so ist.
Und also er hat sehr, sehr gemeckert über die Administration, ne? Also über die Regierung, die das leider nicht geschafft hat, hier das mal zu stoppen. Und ich habe ihn auch explizit gefragt, ob es hier Bestrebungen gibt, weil ich davon auch gelesen hatte, hier ein Überwachungssystem zu installieren. Sagt, da weiß er nichts von, kann er sich nicht vorstellen. Und genauso gilt das auch für den Security Service, dass hier jemand rumläuft. Sagt er, also er hat ab und zu mal jemanden gesehen, der da vorne mal irgendwo mal geguckt hat, aber so 24-Stunden-Service gibt es hier nicht. Ne? Okay. Also das ist Bedeutet, ganz, ganz schlecht. Ne? Während unserer Aufnahmen im Industriegebiet stießen wir auf eine Herde freilaufender Schafe, die sich ihren Weg durch die umfangreichen Müllberge bahnte. Diese Szene verdeutlicht nicht nur die Verschmutzung des Gebiets, sondern auch, wie weitreichend die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Tierwelt sind. Es schien, als ob sich einige Schafe von dem Müll ernährten, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Gesundheit und des Wohlbefindens dieser Tiere aufwirft. Der Verzehr von Müll, insbesondere von Kunststoffen und anderen nicht verdaubaren Materialien, kann für die Tiere lebensbedrohlich sein. Angesichts der scharfen Kanten und gefährlichen Gegenstände im Müll waren wir über das hohe Verletzungsrisiko für die Tiere besorgt. Diese Situation zeigt, dass die illegale Mülldeponie nicht nur ein Umweltproblem darstellt, sondern auch eine direkte Bedrohung für die lokale Tierwelt. Diese erschütternden Beobachtungen unterstreichen die Dringlichkeit, Maßnahmen zum Schutz der Tiere und der Umwelt in diesem Bereich zu ergreifen. Es ist zwingend erforderlich, dass die zuständigen Behörden endlich eingreifen, um die Tiere zu schützen und weitere Umweltschäden zu verhindern. In einem fast humoristischen Kontrast zu dem Warnschild, das behauptet, dass dieses Gebiet unter Videoüberwachung steht, fanden wir während unserer Erkundungen keine einzige Kamera. Es scheint, als wären sie entweder meisterhaft versteckt oder, was wahrscheinlicher ist, sie existieren gar nicht. Ironischerweise hat dieses unsichtbare Überwachungssystem wenig zur Verhinderung der illegalen Müllentsorgung beigetragen. Die Straßen und das gesamte Gebiet sind übersät mit illegalem Müll. Ein stummer Beweis dafür, dass diese vermeintlichen Maßnahmen zur Abschreckung nicht das Geringste bewirkt haben. Doch, ich muss hier einen Kreisel auch machen hier. Ja. Unglaublich. Guck mal da, die Natur hängt. Ja, da brauchen wir die Drohne nochmal. Muss mal da gucken, wie das da aussieht. Boah, Wahnsinn. Ja, ich habe die schon alle mit drauf. Das wird wieder, das geht gar nicht, ne? Da muss was passieren. Hier, alles Asbest. hallo. Ja, das ist natürlich, das geht gar nicht, ne? Tja, Leute, das ist natürlich... Das ist mega krank, das geht gar nicht. Tut mir leid. Also da muss man auch was tun. Wir sind echt... Als wir uns, wie ihr gesehen habt, zum Verlassen des Ortes bereit machten und in eine neue Richtung fuhren, entdeckten wir plötzlich einen weiteren riesigen Abschnitt voller Müll, der uns schlichtweg den Atem raubte.
Dieser Anblick löste bei mir hinter der Kamera einen Moment des Ausrastens aus, den man im Video auch hören kann. Meine Reaktion war eine Mischung aus Unglaube und Frustration, denn was wir sahen, war einfach unfassbar. Überall um uns herum Müll und dazwischen Schafe, die sich ihren Weg durch diese trostlose Landschaft bahnten. Es war ein Bild, das sowohl surreal als auch zutiefst bedrückend war. Ein weiterer Beweis dafür, wie ernst die Lage ist und wie dringend wir handeln müssen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Guck dir das mal an. Alter Beton dahin gegossen oder was auch immer, was das ist. Das ist doch nicht normal. Bei den McGreen sind wir ganz fest entschlossen, gegen diese Umweltkrise vorzugehen und auch weiterhin darüber zu berichten. Aber wir brauchen an dieser Stelle auch eure Hilfe. Die illegalen Müllberge von Ses Valles sind mehr als nur ein lokales Problem. Sie sind ein Weckruf für uns alle. Wir möchten auch von euch hören, welche Ideen und Lösungen habt ihr, um solche Umweltprobleme anzugehen? Eure Meinungen sind uns super wichtig. Lasst uns doch gemeinsam in den Kommentaren diskutieren und kreative, nachhaltige Lösungen finden, um dieser Herausforderung zu begegnen. Also eure Stimme zählt. Helft uns, einen Unterschied zu machen.